Heute nennen wir dieses super coole Kleid mit Teilung und einem durchgehenden Reißverschluss. Willkommen auf meinem Kanal, ich bin die Babs und auf diesem Kanal bekommst du gefährliches Halbwissen professionell vermittelt. Ich habe mal wieder meine Lutherloh-Schnitte durchgeblättert. Ich hatte Urlaub, auch YouTube-Urlaub und Zeit, und da ist mir dieses Kleid ins Auge gesprungen. Dass der Stoff dieselbe Farbe wie auf dem Bild hat, ist Zufall. Ich war in einem Stoffgeschäft und der hat mir einfach auch am besten dafür gefallen. Es ist ein wenig aufwendiger, weil es natürlich aus vielen Teilen besteht, aber es ist wirklich nicht wahnsinnig schwer zu nähen. Wenn ich das geschafft habe, dann schafft ihr das zweimal. Ich habe mir dieses Kleid, wie schon in diesem Video, mit ChatGPT einmal visualisieren lassen. So sieht die Modezeichnung aus und das ist die Umsetzung von ChatGPT. Das kann man immer machen, wenn man sich die Modezeichnung nicht so gut vorstellen kann. Ich mache das auf jeden Fall jetzt jedes Mal für den Schnitt von Lutherloh, also für die Modezeichnung, weil ich finde, dass das tatsächlich einfach nochmal so das Quäntchen mehr ist, um sich das vorstellen zu können. Euch interessiert aber ja in erster Linie, wie das Ganze genäht wird. Wie geht man denn jetzt eigentlich vor, wenn man solche Teilungen hat? Zuerst pause ich den Schnitt wie immer ganz normal ab mit meinen Maßen. Bei Lutherloh alles überhalb der Taille Brustmaß, alles unterhalb der Taille Hüftmaß, wie gewohnt. Dann ziehe ich meine Linien und da wird auch die Teilung eingezeichnet. Die geht genau durch das X für den Pin im Schnitt, das heißt, man kann sich wunderbar an diesem X orientieren und sieht dann, von wo nach wo die Linien gezogen werden müssen. Dann schneide ich die Schnittteile auseinander. Da konnte ich jetzt natürlich keine Nahtzugabe dazu geben, weil die Teile ja aneinander liegen. Jetzt habe ich zwei Möglichkeiten. Ich pause das Ganze nochmal ab mit der Nahtzugabe. Ich habe mir die Arbeit jetzt allerdings nicht gemacht, sondern habe mir einfach draufgeschrieben, dass das Ganze ohne Nahtzugabe ist und habe die beim Übertrag auf den Stoff dazu gegeben. Wenn ich dann so alle Teile erstellt habe, muss ich nur noch den Beleg abpausen. Die sind immer in den Schnittteilen eingezeichnet, wo ein Beleg benötigt wird und auch wie hoch der sein soll. In der Regel sind das bei Lutherloh 3 cm. Und jetzt habe ich erstmal relativ viele Teile hier liegen. Damit mir mein Stoff auf jeden Fall reicht, habe ich den doppelt gelegt und erstmal alles da drauf platziert, so dass ich sehe, wie ich das am besten ausrichten kann, dass ich mich nachher nicht ärgere, weil ich nochmal los muss, weil der Stoffladen ist eine Dreiviertelstunde von hier weg. Das heißt, 1,5 Stunden nur Fahrt für den Stoff. Das wollte ich dann doch vermeiden. Das kostet mehr Sprit, als der Stoff dann am Ende wert ist. Wenn ihr das auf den Stoff auflegt, ihr müsst unbedingt immer darauf achten, dass die dehnbare Richtung in die richtige Richtung geht. Das hier über meinen Körper, das muss die dehnbare Richtung sein. Das hier, die Länge, ist die nicht dehnbare Richtung. Warum? Ich will ja, wenn ich mich hier bewege, dass der Stoff mitgeht, dass der sich hier mitdehnt. Man sieht das hier auch. Ich will aber nicht, dass er aushängt und dann so zipfelig wird. Deswegen unbedingt bei dehnbaren Stoffen achtet da drauf. Ja, und wie ich das jetzt Schritt für Schritt genäht habe, das zeige ich euch jetzt. Viel Spaß! Das sind jetzt also alle meine Teile aufgelegt und ausgeschnitten. Das ist schon relativ viel, aber don't panic, wir fangen einfach mit den ersten Teilen an. Da habe ich mir jetzt die beiden Rockteile vorne und die Taschenbeutel genommen. Auf dem Schnittteil ist die Tasche eingezeichnet. Ich blende das ein, dann sieht man das schöner. Und hier muss ich jetzt die Strecke messen vom Rand bis zum Beginn des Taschenbeutels. Der Taschenbeutel beginnt genau beim X. Und diese Zentimeterangabe, die zeichne ich mir ein und übertrage die auch auf alle anderen vorderen Rockteile. Jetzt kann ich die Taschenbeutel rechts auf rechts auflegen und feststecken. Und da beginne ich mit dem Taschenbeutel genau an meiner Markierung. Und so liegen die später alle gleich und entsprechend dann auch beim Zusammennähen der Teile übereinander. Jetzt nähe ich die mit der festgelegten Nahtzugabe zusammen, das ist bei mir 1 cm. So sieht das dann aus und jetzt wird der Taschenbeutel auf die Nahtzugabe geklappt und knappkantig festgesteppt. Das sieht dann so aus. Wenn das für alle 4 Taschenbeutel gemacht ist, können die Teile jeweils rechts auf rechts gelegt werden. Jetzt sollten die Taschenbeutel auch passen und genau übereinander liegen, da wir ja vom Rand den Abstand gemessen haben. Und es sieht bei mir tatsächlich perfekt aus, so gut wird es selten, bin ich ein bisschen stolz auf mich. Nice.
Dann werden die beiden Teile aufeinander gesteckt, damit nichts mehr verrutschen kann. Und zusammengenäht, da fange ich von oben an, nähe bis zur Naht, die sehe ich ja, die Naht von meinem Taschenbeutel, um den Taschenbeutel herum wieder bis zur Naht und nach unten. Deshalb ist es auch so wichtig, dass man die Nahtzugabe beim Taschenbeutel einhält. Dann hat man später eine Orientierung, sodass man nicht zu viel abnäht und das Ganze zu eng wird. Jetzt nehme ich mir die beiden hinteren seitlichen Rockteile und das mittlere Rockteil. Das wurde im Bruch zugeschnitten, das heißt, da habe ich ein Teil. Und das kommt jetzt auf die Seitenteile. Ich stecke mir das Ganze fest und dann wird das auch innerhalb der Nahtzugabe einmal zusammengenäht. Genauso natürlich auch für das zweite Seitenteil. Ich habe dann alle Nahtzugaben nochmal ganz knappkantig mit einem Kontrastgarn abgesteppt. Jetzt habe ich meine Rockteile zusammengebracht. Dazu habe ich mir hier den Reißverschluss eingezeichnet, damit ich die richtige Seite annähe und das nicht versehentlich verkehrt rum mache. Man sieht das aber auch ganz gut an dieser Rundung hier, wo der Rock so ein bisschen ausgestellt wird. Das lege ich rechts auf rechts. Wie immer stecke mir das fest, nähe das zusammen und auch das steppe ich nochmal mit Kontrastgarn ab. Das mache ich natürlich für beide Seiten. Jetzt brauche ich meine Schnittteile fürs Oberteil. Ich habe hier zweimal was für hinten und zweimal was für vorne. Ich habe mit dem hinteren Teil vom Oberteil angefangen. Da habe ich einmal das mittlere Teil, das im Bruch zugeschnitten wird und die beiden Seitenteile, die da dran genäht werden müssen. Das stecke ich mir rechts aufeinander und oben ist eine kleine Ecke abgeschrägt. Das ist eine ganz leichte Teilung, das ist später für die Schulterblätter, damit das Ganze da schön sitzt. Auch das muss natürlich Kante auf Kante gelegt und festgesteckt werden. Das ist wichtig, das gibt nachher einfach eine schönere Form. Vorne ist das noch viel extremer, deswegen am besten hinten anfangen, dann kann man das mit dieser leichten Kante üben, bevor man zu der schwierigeren kommt. Jetzt brauche ich die Teile für vorne. Da habe ich immer 2 Stück, denn vorne muss ja ein Reißverschluss dazwischen. Und als erstes habe ich mir das jetzt aufgeklappt für vorne und mir die Seite markiert, auf die der Reißverschluss später genäht wird. So kann ich das Ganze gleich nicht falsch zusammennähen. Das hatte ich beim Rock schon so gemacht und das hat sich bewährt. Jetzt habe ich mir die beiden Seitenteile erstmal so hingelegt, wie sie angenäht werden müssen. Da kann man sich immer an den Schnittmusterteilen orientieren. Hier ist jetzt diese Ecke, man sieht das sehr, sehr groß. Das macht natürlich Sinn, denn man hat ja Bubis und die Bubis, die sollen ja irgendwo hin. Und die sollen nicht flach gedrückt werden und das Ganze soll aber auch keine Falten werfen, sondern die sollen schön eingepackt sein, sodass das bequem ist und gut aussieht. Und dafür brauchen wir jetzt diese starke Teilung, denn das macht die Rundung für unsere Brust. Das formt jetzt den Stoff. Wie du siehst, habe ich mir hier die Gerade gesteckt. Dann drehe ich das Ganze auf die gerade Seite, also diese abgeschrägte Kante zur geraden Seite hin und stecke mir auch das fest. So mache ich das für beide Seiten und dann kann ich da mit der Nahtzugabe, die ich mir eingezeichnet habe, drüber nähen. Wir gucken uns das jetzt hier nochmal an. Zuerst die gerade Seite stecken. Und wenn die festgesteckt ist, kann ich das Ganze auf die lange Seite drehen, also diese abgeschrägte Ecke nach links in diesem Fall auf die lange Seite drehen und feststecken. Und so habe ich später eine schöne Brustform. Dann nähen wir als erstes drüber. Jetzt kann ich das Rückenteil mit den beiden Vorderteilen verbinden. Das stecke ich mir wieder fest, nähe da drüber und im Anschluss habe ich alle Nahtzugaben wieder abgesteppt. Jetzt können Rock und Oberteil verbunden werden. Dazu lege ich das rechts auf rechts und stecke mir das an den Nähten fest. Nähe da drüber und steppe auch diese Naht wieder ab. Jetzt nehme ich die Träger und die habe ich beim Zuschneiden drauf geachtet, dass die in der Länge nicht dehnbar sind, sondern dass die dehnbare Seite die Breite ist. Sonst dehnt sich das irgendwann aus und die sitzen nicht mehr richtig. Deshalb ganz wichtig, die Länge, nicht dehnbare Seite. Jetzt werden die rechts auf rechts gelegt und mit einem Zentimeter Nahtzugabe zusammengenäht. Dann werden die gewendet und gebügelt und zwar so, dass unsere Naht
in der Mitte liegt und nicht an einer Seite. Ich habe die Träger dann noch rundum abgesteppt, damit das von der Steppung einfach wieder zum Rest des Kleides passt. Jetzt habe ich mir die Belege vorgenommen. Da habe ich das Teil im Bruch für hinten und die beiden Teile an der Seite für hinten und die lege ich jetzt als erstes rechts auf rechts aufeinander und nähe die zusammen. Daran werden dann die beiden kleineren Teile von vorne dran genäht. Da gucke ich wieder, wie muss das liegen, lege mir das rechts auf rechts, stecke mir das fest und nähe da drüber. Und daran kommen jetzt zum Schluss noch diese zwei L-förmigen Teile. Die sollen später so liegen. Entsprechend klappe ich mir die auch wieder rechts auf rechts und nähe das fest. Das ist jetzt der komplette Beleg für das Oberteil und jetzt müssen wir das Rockteil natürlich noch abdecken. Das sind nur zwei lange Streifen und die werden jetzt noch da unten mit dran genäht, damit ich die komplette Länge meines Kleides abdecken kann. Jetzt müssen alle Teile zusammengebracht werden. Dazu beginne ich mit den Trägern. Die werden auf die innersten Rückennähte gelegt und zwar so, dass die linke Seite, also die Naht in der Mitte dieses Trägers, uns anschaut. Da stecke ich die erstmal fest. Darauf lege ich rechts auf rechts den Beleg und den stecke ich auch immer von Naht zu Naht fest. So weiß ich, dass das am Schluss auch alles richtig sitzt und nicht irgendwie verdreht ist. Und wenn ich die Nähte festgesteckt habe, kann ich mir die Strecken dazwischen feststecken. Und so gehe ich jetzt vor, bis ich die komplette obere Kante gemacht habe. Die Seiten, ganz wichtig, braucht man noch nicht feststecken. Jetzt machen wir nur den oberen Teil. So, jetzt habe ich die Träger ja nur an einer Stelle. Die will ich natürlich auch vorne haben. Deshalb stecke ich die jetzt auf die vorderste Naht, also die erste Naht von vorne, und stecke die da einmal zwischen Beleg und Kleid und stecke mir die fest. Und damit ich jetzt auch sicher bin, dass das richtig liegt, drehe ich mir das einmal rüber und das Kleid so ein bisschen nach vorne, damit ich sehe, wenn ich das trage, ob die Träger richtig liegen und ob die, also nicht, dass die verdreht sind. Deshalb immer einmal gegenchecken, bevor man drüber näht, sonst ärgert man sich hinterher, wenn man es auftrennen muss. Jetzt kann ich den Beleg oben festnähen, lasse aber die Ecken unvernäht. Ich muss da ja gleich den Reißverschluss noch einsetzen. Jetzt klappe ich mir mein unvernähtes Stück vom Beleg weg und da kommt jetzt der Reißverschluss dazwischen. Wie lang der ist, muss jeder bei sich selber ausmessen. Der soll jetzt hier rechts auf rechts genäht werden und natürlich ganz oben enden. Deshalb muss ich jetzt erstmal gucken, wie weit ich nähen muss. Hier der Stopper, das soll oben liegen. Ich muss das Ganze ja aber auch noch vernähen. Und damit ich jetzt weiß, wo mein Stopper liegen muss, gucke ich hier, meine Nahtzugabe geht da weiter, das ist 1 cm. Und diesen Zentimeter, den markiere ich mir jetzt vorne auf dem Oberteil. Und genau da, wo die Markierung ist, dort wird mein Stopper liegen. Das richte ich mir jetzt ordentlich aus. Da ruhig Zeit lassen und stecke mir das fest. Und wenn ich das festgesteckt habe, weil das muss passen, dann kann ich die Kante auf Kante legen und der ganzen Länge entlang runterstecken. Dabei liegt der Reißverschluss natürlich rechts auf rechts, ist klar. Ich habe mir jetzt hier Doppeltarbeit gemacht. Ich finde es so aber einfacher, auch wenn es ein bisschen länger dauert. Ich stecke zuerst den Reißverschluss, die komplette Länge, klappe mir dann den Beleg rüber und ziehe dann immer die Nadel raus und stecke die wieder rein mit dem Beleg. So weiß ich, dass mir mein Reißverschluss nicht verrutscht. Muss jeder für sich wissen, muss man nicht machen, ist ein zusätzlicher Schritt. Ich finde es einfacher. Und nach dem Reißverschluss natürlich noch die komplette Länge bis ganz unten. Und auch das Stück oben, das wir unvernäht gelassen haben. Ich brauche jetzt einen Reißverschlussfuß, damit ich am Reißverschluss vorbeikomme. Und eine Saumhilfe bietet sich an. Denn das Stück ohne Reißverschluss lässt sich mit einem Reißverschlussfuß nicht so schön gerade nähen. Mit einer Saumhilfe ist das aber gar kein Problem. Da kann ich das anlegen und den Stoff entlang schieben und dann ist das auch mit dem Reißverschlussfuß gerade. Und so nähe ich jetzt die ganze Strecke nach oben, nähe meinen Reißverschluss fest und oben schließe ich noch die Ecke, die ebenfalls unvernäht war. Jetzt, wo alles festgenäht ist, kann ich oben die Ecke abschneiden, sodass ich das wenden kann und mir der Stoff nicht im Weg ist.
Und dann wende ich das schon mal so ein Stück. Noch nicht den ganzen Beleg, denn ich habe ja die andere Seite noch, den Reißverschluss zu nähen. Aber auf der bereits genähten Seite können wir das jetzt einmal wenden und dann auf die andere Seite schlagen. Jetzt müssen wir den Reißverschluss auf der anderen Seite auch ausrichten. Dazu habe ich mich an der Taillennaht orientiert, sodass die beiden Nähte aufeinander liegen. Denn dann ist das Kleid später auch gerade. Und da habe ich mir jetzt als erstes oben und die Taille und ganz unten festgesteckt, habe dann den Reißverschluss geteilt und jetzt kann man den Rest feststecken und den Beleg draufstecken und das auch wieder genauso festnähen wie gerade eben. Ich habe als nächstes die komplette untere Kante versäubert und dabei den Beleg rechts auf rechts angenäht. Jetzt kann ich die Ecken unten beim Beleg, genau wie oben auch, einmal schräg kürzen. Und wenn ich das jetzt wende, habe ich direkt eine schöne Kante und brauche dann nur noch meinen Saum einschlagen, um das Vernähte, das Festnähen und dann ist das ordentlich. Dazu habe ich jetzt alle Belege umgedreht, nach innen gelegt, gebügelt natürlich und festgesteckt. Und jetzt kann ich da einmal komplett außen rum nähen. So fixiere ich den Beleg am Reißverschluss oben und auch meinen Saum unten. Der ist jetzt nur um die Versäuberung umgelegt, das reicht aber völlig und ich habe schöne Ecken. So sieht das jetzt fertig aus, alles schön knappkantig, wieder mit Kontrastgarn und jetzt kann das Kleid geschlossen werden und dann ist es fertig. I make this look good. So, mein Kleid ist fertig und ich gebe zu, ich hatte auch ein bisschen Bammel, als ich die vielen Schnittteile gesehen habe. Meistens nähe ich ja doch eher einfache Sachen. Aber am Ende war es gar nicht so wild. Man muss sich einfach nur Zeit nehmen. Das ist definitiv kein, ich mache das mal schnell zwischendurch Projekt. Ich habe noch 10 Minuten. Das ist schon so ein tagesfüllendes Projekt, für das man sich Ruhe nehmen sollte. Wenn man dann aber strukturiert an die Sache rangeht, dann ist das eigentlich gar kein Problem. Wenn man jetzt mein Video mitlaufen lässt, dann hat man tatsächlich eine wunderbare Schritt-für-Schritt-Anleitung. Und ich fand sogar im Gegenteil, dass sich das Kleid tatsächlich richtig gut hat nähen lassen. Also mir hat's Spaß gemacht, ich hatte keinen großen Stress. Das Einzige, wo ich mich ein bisschen ärgere, dass ich nicht ein krasseres Kontrastgarn genommen habe, vielleicht so Neongelb oder so, und das einfach noch so ein bisschen peppiger gemacht hätte. Mein Mann ist da immer so, heute wieder Neonfarben genommen, und dann traue ich mich manchmal nicht. Aber eigentlich muss ja nur mir gefallen. Egal, mir gefällt es trotzdem sehr, sehr gut. Ich finde es ein ganz tolles Kleid, es ist ein interessanter Schnitt. Und wie gesagt, es hat sehr viel Spaß gemacht, das zu nähen. Du siehst, auch Teilungen sind kein Hexenwerk. Also einfach dran trauen. Mein erstes Kleid mit Teilung war dieses Video hier und das ist so viel mehr aufwendig gewesen, weil ich das alles komplett an der Puppe selbst konstruiert habe. Geht auch, ist aber schwierig und mir hat da noch sehr viel Wissen gefehlt. Also ich würde sagen, ich habe inzwischen doch mich weiterentwickelt. Könnt ihr mir ja mal sagen, ob du sagst, nee, bist du noch genauso scheiße wie bei diesem Video. Oder ja, ist jetzt ein bisschen besser geworden. Ich gebe mir Mühe. Und das nächste Mal Teilung habe ich in diesem Video gemacht. Das ist auch ein Lutherloh-Schnitt. Und vom Schnitt her mein absolutes Traumkleid. Und das ist tatsächlich ganz genau so geworden, wie es rauskommen sollte. Ich hatte das letztes Jahr auf dem Stichtag an. Und ich liebe dieses Kleid. Es ist einfach, ich weiß nicht, das ist der Inbegriff von feminin, würde ich sagen. Und ich mag die Farben, ich mag diesen Kragen. Also ganz toll. Da habe ich also das erste Mal so richtig ordentlich konstruiert, nicht von mir selber gebastelt, mit Teilung genäht und bin da tatsächlich auch schon richtig gut rausgekommen und habe mich total über dieses Kleid gefreut. Dieses Mal war es nochmal ein bisschen einfacher, weil ich schon ein bisschen Erfahrungen gesammelt habe. Aber wie du siehst, ich mache einfach, also am Ende kann man es in der Regel tragen. Trau dich, es ist kein Hexenwerk. Schreib mir gerne mal in die Kommentare, ob du schon Teilungen genäht hast oder ob du dich da noch nicht dran getraut hast, ob du Lust hast, das jetzt auszuprobieren und ob dir mein Video dabei geholfen hat. Das würde mich natürlich interessieren, ob ich irgendwie einen Mehrwert generiere. Ganz wichtig, wenn du jetzt Lust auf Lutherloh hast, dir entweder das System zu holen oder wenn du schon hast, dir weitere Schnitte zu holen, mit meinem Code BABS15 kannst du momentan 15% im Onlineshop sparen. Schau also unbedingt vorbei und gib meinen Code ein und spar 15%. Wenn du jetzt Spaß mit dem Video hattest, dann freue ich mich natürlich über ein Abo und ein Like.
Und wenn du am Handy bist, auch über einen Hype und alles, was man so machen kann. Aktivier die Glocke, dann wirst du benachrichtigt. Ihr kennt das. Macht das einfach alles. Wir sind inzwischen nämlich schon fast 5000 Nähbegeisterte und ich weiß, dass ich damit immer noch ein winziger Kanal bin, aber ich finde es insane. Stellt euch mal eine Halle für einen Vortrag mit 5000 Menschen vor. Das ist wahnsinnig viel. Also noch sind wir nicht ganz bei den 5000, aber ich würde mich freuen, wenn wir sie erreichen und zwar gemeinsam. Ich bedanke mich schon mal bei allen meinen Abonnentinnen. Männer dürfen sich mitgemeint fühlen. Denn nur ihr macht es möglich, dass ich überhaupt hier sitze und meine Nähergebnisse teile und mir die Arbeit mache, 3 Videos im Monat zu machen. Vielen, vielen Dank. Wir sehen uns hoffentlich auch im nächsten Video. Bis dahin, einen schönen Morgen, Mittag, Abend. Bleibt kreativ. Tschüss.